Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Quark-Klatschel mache. Das ist ein einfaches Essen für Süßmäuler. In eine Schüssel gebe ich 250 Gramm Magerquark. Darauf gebe ich ein großes ganzes Ei und rühre es unter. Das ist eigentlich das Einzige, was es zu beachten gibt, dass man mit dem Ei anfängt und nicht mit dem Mehl, denn sonst hat man es schwerer, alles zu vermengen. Ist das Ei eingearbeitet, gibt man das Mehl dazu und rührt es unter. Ei und Mehl gleichzeitig zum Quark zu geben, ist keine gute Idee, denn das Ei lässt sich nur schwer mit dem Mehl verbinden. Zucker habe ich nicht vergessen, es kommt keiner in den Teig. Wer will, kann den Teig noch eine halbe Stunde ruhen lassen, damit das Mehl quellen kann. Diese Geduld hatte ich aber nicht. Allerdings umfahre ich den Schüsselrand mit einem Teigschaber, um allen Teig beieinander zu haben. Dann habe ich es später beim Befüllen der Pfanne einfacher. Eine glatte, frisch gespülte Pfanne wird etwas erhitzt, nicht zu sehr, und dort hinein gibt man etwas Sonnenblumenöl und ich habe auch noch etwas Rapsöl dazugegeben. Alles wird ein klein wenig geschwenkt. Nun gibt man den Teig in die Pfanne. Und ich glaube, daher kommt wohl der Name. Man klatscht den Teig hinein. Aber Vorsicht, nicht zu viel Schwung, sonst spritzt das heiße Fett. Man sollte auch zügig arbeiten. Mein Teig war etwas schwer und es ließ sich leichter mit einem zusätzlichen Teigschaber arbeiten. Es macht auch nichts, wenn die Klatschel nicht perfekt rund sind. Sie sind, wie sie sind. Die Hitzezufuhr bleibt gering. Und nun muss man etwas Geduld haben und nichts tun. Durch die Wärme werden die Klatschel zunächst etwas flüssiger, bevor sie anfangen zu stocken. Ich habe oben links ins Bild einen Wecker gestellt, an dem ihr sehen könnt, dass ich die Klatschel zunächst ganze 5 Minuten habe anbraten lassen. Jetzt kann man hier sehen, dass sie anfangen ungefähr bis zur Teigmitte hin fest zu werden. Nun kann man sie wenden. Auch das geht besser mit einem zweiten Teigschaber. Die Oberfläche der Klatschel ist immer noch feucht und quarkig, also kann es sein, dass etwas hängen bleibt. Die zweite Seite lässt man nun ebenfalls bei niedriger bis kleinster Hitzezufuhr braten. An der Uhr könnt ihr sehen, dass wiederum fast 5 Minuten vergangen sind und gegen Ende dieser Zeit habe ich die Klatschel noch einmal gewendet, denn die zweite angebratene Seite sieht meistens hübscher aus und die möchte ich beim Servieren zeigen. Ich nehme die Klatschel aus der Pfanne, lege sie auf Küchenpapier und tupfe sie mit selbigen ab, damit etwas vom Bratfett aufgesogen wird. Nun kommen sie auf einen Teller, wo ich sie hübsch anrichte. Und nun kommt der Clou des Ganzen. Ich streue einfach einen Esslöffel Zucker über die Klatschel. Man kann sie auch in Zucker wälzen und dann auf den Teller geben. So sehen die Quarkklatschel aus. Und so sehen sie von innen aus. Da in den Teig kein Zucker gegeben wurde, braucht man den Zucker darauf, denn Quark ist ja bekanntermaßen nicht süß. Wäre der Esslöffel Zucker im Teig verarbeitet worden, würde man sich beim Essen nichts dabei denken. Und so kann man mal sehen, wie viel Zucker man konsumiert. Ich hoffe wirklich, ihr probiert dieses Essen einmal aus. Zutaten und Mengenangaben sind wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!